Wenn ich euch im heutigen Video über fliegende Kamele erzähle, dann hat das aber nichts mit Märchen aus Tausend und einer Nacht zu tun. Willkommen in der Norpenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockser und ja, Freunde, wir sprechen heute über fliegende Kamele, aber nicht irgendein fliegendes Kamel. Wir sprechen über die berühmte Sopwith Camel, das berühmteste Flugzeug der Entente im Ersten Weltkrieg. Und wir sprechen hier nicht über das Flugzeug, wir sprechen auch über ein berühmtes Fliegerass, was mindestens genauso Aufmerksamkeit verdient hätte wie unser Herr von Richthofen. Und der sich ein bisschen auskennt, weiß, wir sprechen über Billy Barker. Also Freunde, heute lohnt es sich doppelt. Wir haben ein schönes Set und tolle Fakten. Kommt mit mir jetzt in eurer fliegenden Kiste und landet auf meinen Bautisch. Direkt aus dem Luftkampf hier auf meinen Bautisch die legendäre Sopwith Camel F1 im Maßstab 1:32 aus der Historical Collection, natürlich Great War des Ersten Weltkrieges, damals noch des Großen Krieges genannt, das Kobi-Set 2987 mit 176 Steinchen und einer Minifigur. Cooles Cover hier im Dogfight, zwei Camels und da unten eine Fokker DR1. Schauen wir uns die Rückseite an. Ich kann euch nämlich schon mal jetzt verraten, wir haben hier das Flugzeug des berühmten Fliegerasses aus Kanada, nämlich William George Billy Baker. Geflogen hier diese Maschine 1918 an der italienischen Front. Fakten bekommt ihr später, da haben wir noch ein Originalfoto aus der Zeit. Und das ganze Flugzeug, unser Doppeldecker, wird 18 cm lang und 9 cm hoch. Und wir schauen uns noch mal ganz kurz die Spannweite an. Die beträgt 27 cm. Und Freunde, wir sehen schon, dieses Flugzeug muss in die Lüfte und damit es fliegen kann, muss der Karton fliegen. Ja, Freunde, da sind unsere 8 Tüten auf den Bautisch geflogen und wir sehen schon hier schöne, viele Drucke. Gerade hier das Seitenleitwerk schön bedruckt mit diesem Herz und den Pfeil, der es durchbohrt. Schieben wir die Tüten an die Seite, schauen uns die Anleitung an. Fakten bekommt ihr gleich auf den Infokarten. Wir sehen, dass das Set ab 7 Jahre alt ist, also empfohlen wird. Nicht, das Set ist 7 Jahre alt, es ist relativ neu. Und wir haben hier natürlich den Hinweis Pad Printed. Alles Drucke habe ich euch gerade gesagt. Ungefähr DIN A5 und Klammer gebunden. Die Anleitung, wir reißen unsere Tüten hier auf, machen Haufen, wir packen es in Schälchen, wir sortieren es nach Farben, wie auch immer ihr das machen wollt. Wir fangen mit dem Baustep 1 an, denn Kobi-Anleitungen haben keine Seitenzahlen und wir nehmen die Steine, die uns hier in den Rechtecken empfohlen würden und dann klemmen wir drauf los. Der erste Bauschnitt ist immer farblich, beim zweiten ist der erste ausgegraut und der zweite ist dann farblich und so weiter. Pfeile weisen uns immer den Weg, was wir machen sollen. Wir haben Anlegehilfen, hier sehen wir eine 1x2er Flat-Tile, also eine Fliese in grün, die wir hier hinklemmen sollen. Das gleiche hier und fertig sind wir dann im Baustep. Tada, 41 werden wir das Fahrwerk an unseren Doppeldecker, englisch Biplane für 2 Flügel, anklemmen. Auf den letzten Seiten dann immer die Teileübersicht. Wenn euch da ein Teil fehlt, könnt ihr es gleich hier unten auf der Webseite, auf der Adresse monieren. Und was immer ganz cool ist, schön viel Werbung. Und ihr könnt ja mal schauen, welche dieser Sets ich schon gebaut habe. Müsstet ihr ungefähr hier oben auf dem i finden. Da ist immer bei Kobi Videos meine Kobi Playlist hinterlegt. Diesen hier habe ich jedenfalls schon gebaut, habt ihr ja gesehen. Ja, Freunde, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den Fakten und mir wünsche ich viel Spaß beim Klemmen. Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über das legendäre Flugzeug des Royal Flying Corps. Wir sprechen über das fliegende Kamel oder eigentlich eher Dromedar. Wir sprechen über die Sopwith Camel F.1. Die Sopwith Camel F.1 war ein britisches Doppeldecker-Jagdflugzeug, das während des Ersten Weltkriegs eingesetzt wurde. Entworfen von Herbert Smith war der Erstflug der Camel im Dezember 1916. Es wurde von der Sopwith Aviation Company hergestellt und erstmals im Juni 1917 vom Royal Flying Corps
dem Vorgänger der Royal Air Force, im Dienst gestellt. Dieses Flugzeug wurde nach seinem charakteristischen Buckel über den Maschinengewehren, die ihm das Aussehen eines Kamels verlieh, benannt. Mit einem Gesamtgewicht von ca. 959 Kilogramm und einer Länge von 5,72 Metern hatte die Camel eine Spannweite von 8,53 Metern. Angetrieben wurde sie von einem Rotary-Motor, typischerweise dem Clerget 9B mit 130 PS oder dem Bentley BR1 mit 150 PS, was sie eine maximale Geschwindigkeit von, haltet euch fest, rund 185 km/h verlieh. Also war die Camel entweder französisch oder britisch motorisiert. Die Sopwith Camel war für ihre hohe Manövrierfähigkeit und Wendigkeit bekannt, aber auch für ihre schwierige Handhabung. Sie erforderte erfahrene Piloten, da die Drehmomentwirkung des Motors und die Tendenz zum Trudeln besonders für Neulinge gefährlich werden konnte. Trotzdem war sie äußerst effektiv im Luftkampf und wurde berühmt für ihre Fähigkeit, schnell zu steigen und scharfe Kurven zu fliegen. Insgesamt wurden über 5490 Camels gebaut und sie erreichte mehr Luftsiege als jedes andere alliierte Flugzeug im Ersten Weltkrieg. Es wurden sogar noch einige Flugzeuge nach Beendigung des Konflikts gebaut. Am 19. Juli 1918 starteten von dem ersten Flugzeugträger der HMS Furious 7 mit Bomben beladene Camel zum Angriff auf die deutschen Luftschiffhallen in Tondern. Bei dem Angriff wurden die Luftschiffe L-54 und L-60 samt ihren Hallen zerstört. Dies war der erste Luftangriff durch Trägerflugzeuge in der Geschichte. Einer der bemerkenswertesten Piloten, der die Sopwith Camel flog, war William George Barker. Geboren am 3. November 1894 in Dauphin, Manitoba in Kanada, trat Barker 1914 den kanadischen Streitkräften bei. Er begann seine Fliegerkarriere im Jahr 1916 und erlangte rasch Anerkennung für seine Flugkünste und seinen Mut. Barker flog verschiedene Flugzeugtypen, aber seine herausragendsten Erfolge erzielte er mit der Sopwith Camel. Barker wurde mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt, darunter das Victoria-Kreuz, das Victoria Cross, der höchsten militärische Verdienstorden im Vereinigten Königreich. Dies erhielt er für eine außergewöhnliche Tat am 27. Oktober 1918, als er alleine gegen 15 feindliche Flugzeuge kämpfte. In dieser beispiellosen Auseinandersetzung schoss er 4 feindliche Flugzeuge ab, bevor er selbst schwer verwundet wurde. Trotz seiner Verletzungen gelang es ihm, sein Flugzeug sicher zu landen. Insgesamt erreichte Barker 52 bestätigte Abschüsse, was ihn zum erfolgreichsten kanadischen Fliegerass des Ersten Weltkriegs machte. Barkers militärische Karriere und seine Erfahrungen mit der Sopwith Camel unterstreichen die Bedeutung dieses Flugzeugtyps in der Geschichte der Luftkriegsführung. Seine Fähigkeiten und sein Mut machten ihn zu einem Symbol der Luftkampfgeschichte und einen der berühmten Ritter bzw. Helden seiner Zeit, Ritter der Lüfte. Die Sopwith Camel, die ich hier baue von Kobi mit dem Herz und Pfeil am Seitenleitwerk, ist genau die Maschine von Herrn Barker. Zusammenfassend war die Sopwith Camel F.1 ein Schlüsselelement in der Entwicklung des Luftkampfs während des Ersten Weltkriegs. Sie bot die Plattform für viele Fliegerasse wie den erwähnten William George Barker. Deren Heldentaten nicht nur ihre persönlichen Fähigkeiten, sondern auch die technischen Fortschritte und die strategische Bedeutung der Luftkriegsführung in diesem Konflikt hervorheben. Wir dürfen immer nicht vergessen, dass die Gebrüder Wright ihren kleinen Hupfer damals in Kitty Hawk gemacht haben. Das ist noch nicht so lange her, bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges. Und schaut mal jetzt hier, 15, 16, 17, 18 haben wir schon richtige Dogfights. Echt eine faszinierende Geschichte in der Luftfahrt, die halt beschleunigt durch den Ersten Weltkrieg so technisch erst wachsen konnte. Ja, das waren die Fakten zur Sopwith Camel. Freunde, euch jetzt viel Spaß beim Klemmbaustein-Review eben dieses Types hier aus dem Hause Kobi. Nach schlappen 25 Minuten Bauzeit steht sie da, unsere Sopwith Camel F.1, das Kobi-Set 2987, 176 Steinchen und eine Minifigur. Und bleiben wir mal gleich bei den Steinchen, denn wir haben, wie ihr seht hier, grandiose 2 Steinchen über eine Bügelperle und einen Bügelperlenapplikator. Das war auch schon mal besser.
Aber meine Güte, so ist es heutzutage bei Kobi. Gucken wir uns den berühmten Slope an, den Stein, auf dem wir sehen, was für ein Set wir haben. Unseren 1x4er hier schön gedruckt mit der Flagge, den Union Jack vom Vereinigten Königreich und dann Sopwith Camel F.1. Ja, Freunde, und ich habe sie hier auf dem Bautisch einfach mal gegen die Fokker DR1 damals in der Limited Edition von Kobi gestellt, weil diese beiden Flugzeuge ja irgendwie historisch zueinander gehören. Historisch, und ich blende euch ein bisschen was ein, sind die Fakten, die noch fehlen. Und zwar gab es ja schon 2018 eine Sopwith Camel F.1, nämlich das Kobi Set 2975. Das hatte 170 Steinchen. Das sind 6 Steine weniger und auch ein bisschen andere Farbgebung, auch andere Bautechniken. Und wenn wir in die Historie gehen, müssen wir auch über eines der wenigen Lego-Sets reden, die das Thema Krieg antatschen bzw. darstellen, nämlich aus 2012 das Lego Creator Set 10226, die Sopwith Camel F.1, 883 Steinchen, damals für roundabout 100 Euro, 99,99 Euro waren es, um genau zu sein. Natürlich bei Lego etwas mehr Noppen. Gut, ist jetzt ja auch schon 12 Jahre her das Set, etwas größer, 883 Steinchen. Werde ich euch irgendwann auch einmal hier auf dem Kanal vorstellen. Kommen wir jetzt aber hier zu unserer Sopwith Camel. Dafür schiebe ich die Fokker DR1 mal zur Seite. Und ihr seht schon, die hat ein kleines Problem. Das ist nämlich hier die Motorverkleidung. Die ist nämlich nur so drauf gesteckt. Die hält nicht. Wir haben hier keine Noppen, woran die halten kann. Also nur hier am äußersten Rand von unserem Sternmotor, den wir hier drauf noppen. Und ja, da dürfen wir nicht dran fassen, sonst wird es locker. Diese Verkleidung hier, die baumelt dann so rum. Das ist wirklich so ein Thema, weswegen dieses Set wirklich ein kleines bisschen ein Standset ist. Generell die Flugzeuge aus dem Ersten Weltkrieg bei Kobi, weil wir hier ja viele Teils haben auf Plates. Ihr seht es hier von unten, die typische Bauweise. Oh, da fliegt unser Pilot gerade raus, zeige ich euch gleich noch. Das kann sehr instabil sein, ist jetzt hier relativ stabil. Ich drücke ein bisschen, aber ja, mit Klemmbausteinen bei Kobi ist es besser als ja, aus Holz und Sperrholz, möchte ich mal behaupten. Schön viele Drucke haben wir hier auf unserem Kamel. Wir haben hier auch ganz charakteristisch hinten dieses Zeichen des Royal Flying Corps und vor allen Dingen hier von Herrn Barker. Richtig cool, dieses Herz mit den Pfeil durch Armor quasi. Was ich ein bisschen schade finde, also neben diesen Schlabberdeckel, sage ich mal, ist, dass wir hier nicht wirklich den Buckel der Camel erahnen können. Wir haben hier nur unsere beiden Maschinengewehre, die auch etwas locker sitzen, weil sie nur auf diesen 2 Stäben in den Löchern hier vorne sind. Da ist ein Cockpit-Teil, das diese Tubes hat, wo wir es reinstecken können. Das ist ein bisschen schade, weil ja, so ein bisschen der Buckel kommt sogar bei dem großen Lego-Set besser rüber. Aber da bauen wir auch im anderen Maßstab. Also von daher schon ganz okay. Mir gefällt dieses Set aufgrund der Drucke. Es ist schnell zum Durchklemmen, wenn man mal Kobi bauen möchte. Richtig cool. Wir haben trotzdem hier oben ja sowas wie ein Querruder. Und wir haben hier schöne verschiedene Farben, nämlich dieses Nougat quasi. Wir haben unser Oliv, wir haben Grau, wir haben hier hinten Schwarz und das Seitenleitwerk toll bedruckt. Ja, also viel kann ich da nicht meckern, aber ich kann auch nicht viel zu sagen bei unserer Camel. Was noch wichtig ist, natürlich unsere Pilotenfigur, die ihr natürlich hier rechts nochmal groß bekommt. Unseren Herrn Barker, das kanadische Fliegerass. Hier typisch mit Karte in der Fliegerjacke steckend, in der gleichen Farbe seiner Fliegerjacke. Denn damals gab es ja noch keine Satellitennavigation. Er guckt sehr neutral daher. Finde ich aber cool, dieses Jahr in grau-grün bedrucktes Fliegeroberteil mit den Knöpfen. Gefällt mir richtig gut. Und die Rückseite ist nicht bedruckt. Dafür haben wir auch so eine braune Hose und ja etwas dunkel gehaltenere Schuhe, was braun angeht. Ja, Freunde, ich habe es euch gerade gesagt. Ein Set
bei dem man nicht viel falsch machen kann, wenn man hier in der Great War Serie von Kobi da aus der Historical Collection sammeln möchte. Die aktuellste Shoprith, die es gibt, und vor allen Dingen ganz cool halt hier, dass wir eine wirklich historische Persönlichkeit haben, die mit Herrn Richthofen hier vorne quasi ja gut korreliert. So sagt man das ja. Ja, Freunde, ihr bekommt jetzt von unserem fliegenden Kamel noch einmal Bewegtbilder im Detail und dann hoffe ich, dass wir uns gleich zum Abschluss noch einmal in die Augen schauen, liebe Freunde. Ja, Freunde, wie versprochen gibt es hier noch einmal eine Detailansicht in 360 Grad und während ihr hier das Flugzeug anschaut, um euch selber noch mal eine Meinung zu bilden, möchte ich euch noch ein paar Fakten mitgeben, nämlich kennt ihr die berühmteste Shoprith Camel, die eigentlich gar keine Shoprith Camel ist, sondern eine rote Hundehütte? Ganz genau, bei den Peanuts dient die rote Hundehütte als Shoprith Camel, mit der Snoopy imaginäre Luftkämpfe gegen den roten Baron aus ficht. Ja, und dann, liebe Freunde, wollte ich euch nochmal einen Fakt mitgeben zur generellen Flugzeugproduktion im Ersten Weltkrieg. Das ist nämlich sehr interessant, weil man ja oft deutsche Fliegerasse wie Boelcke, Richthofen oder auch Göring im Kopf hat. Es ist wirklich krass, die Mittelmächte, also Deutschland, Österreich, Ungarn haben genau 53.322 Flugzeuge hergestellt von 1914 bis 1918, während die gesamte Entente, also Großbritannien, Frankreich, USA, Italien und Russland, 138.685 Flugzeuge produzierte. Das ein krasses Ungewicht. Diese Zahlen habe ich von Statista. Ja, Freunde, dass das Video schneller zu Ende, als man einen Stopfen auf einem Einschussloch so eines Flugzeugs nähen konnte. Ihr wisst ja, die waren nur aus Draht, Holz und Stoff. Ich muss sagen, ein kleines, schnuckliges Set, ich habe es euch gesagt, mit einigen Schwächen, aber auf jeden Fall ein Muss für alle, die hier die Fokker DR1, in welcher Version auch immer, von Kobi haben, denn ich finde, die Shoprith Camel gehört auf jeden Fall dazu, wenn man hier ein bisschen Great War, den großen Krieg, den Ersten Weltkrieg, wie man ihn damals ja nicht nannte, sammeln möchte. Deswegen bin ich froh und ich habe mir auch wirklich diese hier ausgesucht, weil wir hier die Geschichte von Billy Barker haben. Ein Kanadier. Habt ihr bestimmt vorher auch nicht gewusst. Das ist ja der Grund, warum ich diese Videos mache. Klemmbausteine und Geschichte. Ich finde, es passt super gut. Deswegen auch ganz oft Kobi. Wenn ihr euch für dieses Set interessiert, ihr findet alle Links unten in der Videobeschreibung. Gibt ja auch einen Rabattcode für so manchen Shop, den ich hier immer verlinke. Dieses Set ist was Schönes zum Wegknuspern. Schreibt mir eure Meinung gleich auch unten in die Kommentare, wenn ihr da unten seid, euch das alles anzuschauen, weil ihr findet ja auch hier nochmal einige Fakten zum Set, zum Beispiel Größe, Länge, Steineanzahl und so weiter und so fort. Ja, und wie immer bei einem Flugzeug bleibe ich dabei. Ich wünsche euch einen guten Flug, bleibt gesund, habt eine schöne Zeit, klemmt was Schönes. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.